Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf MF Test Drive, wo sich alles um Autos dreht. Mein Name ist Misha und heute stelle ich euch den neuen VW Caddy vor. MF Test Drive. Ich darf euch heute den neuen VW Caddy vorstellen. Eine freundliche Leihgabe des Autohauses Knubbel aus Münster. An dieser Stelle Dankeschön, Autohaus Knubbel. Ja, wir haben hier den VW Caddy mit dem 2 Liter Vierzylinder, was sie sowieso alle haben, aber mit dem 122 PS Motor und als DSG 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Sehr, sehr interessant, denn es gibt ihn eigentlich nur als Schalter, es gibt ihn auch nochmal als Allrad, aber wenn es ihn dann als DSG gibt, dann gibt es ihn nicht als Allrad. Also sehr, sehr viel Informationen direkt am Anfang. Der neue VW Caddy sieht auch von vorne wirklich ganz, ganz neu aus. Ein richtig cooles Highlight, wie ich finde, ist dieser Wabengrill hier unten. Der ist nämlich übernommen vom ID.3. Da haben wir das neue VW-Logozeichen und hier den Grill, der übrigens hier mit in schwarz lackiert ist. Hier die Scheinwerfer. Ich finde, von vorne hat das nicht viel mit Nutzfahrzeug zu tun. Also es ist schon irgendwie sehr, sehr luxuriös. Wir haben hier eine Breite von 2,10 Meter, also heißt Nutzfahrzeug, allerdings mit Spiegel. Ohne Spiegel, also heißt bis zu der Kante hier oder so, bis zu der Kante hier, haben wir 1,85 Breite. Das ganze Blechkleid ist irgendwie, also hier diese Sicken, die hier drin sind, oder hier auch auf der Motorhaube, diese Sicken, die nach oben hin sind und hier nochmal so abgeflacht. Ich finde, es hat halt echt einen ganz, ganz neuen Look. Und ich finde die Schnauze auch sehr, sehr voluminös im Gegensatz zum vorigen Caddy. Wir haben hier eine Höhe von 1,83 bis hierhin, mit Dachreling noch ein bisschen mehr, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und eine Länge, also er ist um 10 cm gewachsen, 4,50 Meter ist der VW Caddy lang. Und das bedeutet ordentlich Platz. 2 Schiebetüren, eine rechts, eine links. Wie ich finde, sehr, sehr praktisch. Also nicht, dass man hier einsteigen kann und drüben aussteigen kann, sondern wie oft ist es so, dass man an irgendeiner Parklücke steht und dann muss man echt so gerade eben so aussteigen. Und wenn dann die Kinder hinten noch drin sind und die rausholen, ist es noch viel, viel schwieriger. Und dann eine Schiebetür zu haben, macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und fürs Ein- und Ausladen, upsala, ja sowieso. Zum Innenraum kommen wir gleich aber noch, denn der ist wirklich neu, wirklich anders und wirklich sehr, sehr schick. Jetzt gehen wir erstmal zum Heck. Ich entschuldige mich ein bisschen dafür, dass das Fahrzeug doch sehr, sehr dreckig ist. Er ist aber schon seit ein paar Tagen im Besitz von uns und deswegen, wir haben es heute irgendwie nicht geschafft, den zu waschen. VW-Zeichen hier oben, bisschen gewöhnungsbedürftig, dass das so in der Scheibe drin ist. Was ich ja wiederum cool finde, ist am VW-Konzern, muss ich sagen, dass wir hier den Fahrzeugtyp in der Mitte vom Auto sozusagen haben. Also es ist nicht mehr rechts oder links. Ich meine, habe ich schon in ein paar Videos mal bemängelt oder auch in ein paar Videos schon mal gesagt, dass ich das links und rechts nicht ganz so toll finde. Bei meinem eigenen Fahrzeug ist es auch so, dass es unten links steht und VW, auch Opel, der Opel Mokka, wenn ihr hier ein paar Videos weiter runter scrollt, findet ihr den. Auch Opel hat das mittlerweile so und zieht den ganzen nach. Ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Müsste man vielleicht mal irgendwann in Erwägung ziehen. Wenn wir den Kofferraum aufmachen, hui, sehr, sehr viel Platz. Übrigens gibt es den VW Caddy nicht mit elektrischer Heckklappe. Was ich irgendwie schade finde, weil die Dinger sind so gut ausgestattet, da kommen wir gleich zu, wenn wir im Innenraum sind, finde ich, hätte man das noch irgendwie so als Gimmick mit anbieten können. Ne? Hier haben wir Hutablage, so, die man hier so schön reinmachen kann. Dann haben wir wirklich hier, man kann hier nichts drauflegen, es würde durchfallen. Beziehungsweise wenn es was Schwereres ist, würde es nicht halten. Verdammt viel Stauraum. Wir sehen jetzt gerade hier nur eine kleine Kameratasche von uns und unser Ronin ist hier drin. Wir haben hier eine 12 Volt Steckdose. Diese Lämpchen hier hinten sind LED-Lampen und leuchten im Dunkeln wirklich sehr, sehr hell. Auch hier hinten viele Staufächer, wo man Verbandstasche oder auch Warnweste reintun kann. Also an Staumöglichkeiten seht ihr gleich drin, ist das Ding nicht zu toppen. Man kriegt in dem VW Caddy Cargo, also der nur 2 Sitze vorne hat, was wirklich ein Nutzfahrzeug ist, 2 Euro Paletten rein. Und die Größe ist genau gleich. Also heißt, ist diese Sitzbank raus, kriegen wir auch hier 2 Euro Paletten rein. Also er hat wirklich verdammt viel Platz und ist wirklich sehr, sehr schick geworden. Ne? Wenn wir hier diese Lampen hier hinten sehen, was LED-Technik ist, das ist schon neuester Shit. Neuester Standard, sagen wir es mal so. Ein kleiner Nachteil,
ist die Heckfahrkamera. Die ist nämlich offen und kommt nicht wie bei anderen Fahrzeugen von VW aus dem Zeichen hinten raus, sondern die ist halt hier und die ist dann doch immer sehr schnell dreckig, was das Bild so ein bisschen beeinträchtigt. Haben wir es? Zumindest von außen. Wir gucken uns noch kurz den Motor an von vorne und dann gucken wir uns den Carport an. So, da war schon richtig Zug hinter. Gucken wir mal, ob es hier irgendwie schön gelöst ist. Ich finde es wieder nicht. Ich will aber auch nicht gucken, wie ihr wisst. Also wer es nicht weiß, ich möchte nie gucken. Ne? Ach, jetzt habe ich ihn gefunden. Da, so rum geht's. Es ist auch echt bei jedem Auto anders. Oh, wir haben keinen Haubenlifter. Wir haben keinen Haubenlifter. So, sondern nur das hier. Ui. Ah. Ich habe es beim Opel Mokka schon bemängelt. Da steht nichts drauf. Also da könnte doch mindestens VW draufstehen oder Caddy draufstehen. Also man muss dem Auto doch mindestens so ein bisschen so eine persönliche Marke geben, wenn man die Motorhaube aufmacht. Und man guckt hier rein und ja, könnte auch ein Opel sein oder ein Volvo oder ein Seat. Ne? Also okay, Seat könnte es sowieso sein, weil das ja auch VW-Konzern ist. Aber das ist irgendwie so schade, finde ich. Ne? Alles zugebaut. Wir haben hier einen Vierzylinder, Reihe geschaltet. 2 Liter Hubraum haben sie alle. Es gibt aber 2 Diesel-Variationen. Einmal den mit 102 PS und einmal den hier mit 122 PS. Es soll ein Plug-in-Hybrid kommen und es soll ein Fahrzeug kommen mit Erdgas. Es gibt sie alle als Schalter. Es sind alles 6-Gang-Schaltfahrzeuge, außer der hier. Nein, nicht außer der. Es gibt noch mal einen DSG 7-Gang. Dann kann man ihn aber nicht als 4Motion bestellen, also mit Allrad. Allrad hätte er nur, wenn er auch dann Schaltgetriebe hat. Dann haben wir das auch abgefrühstückt. Motor haben wir gesehen. Von außen haben wir das Auto erklärt. Habt ihr Fragen zu dem Fahrzeug? Schreibt das bitte gerne in die Kommentare jetzt hier unten rein. Und wir gucken uns jetzt ganz gemütlich den Carport an. Im Innenraum vom VW Caddy Neuauflage. So wie wir es hier sehen, ist es nicht serienmäßig. Wir haben hier die Top-Ausstattung. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wie das hier mit der Klima funktioniert. Das ist jetzt schon, kann ich euch sagen, zu viel Hightech für mich. So, Luft an, Luft aus. Aha. So geht es ganz aus. So, das ist nicht die Standardversion, sondern normalerweise haben wir hier analoge Zeichen und ein 6,25 große Display. 6,25 Zoll großes Display hier drin. Man kann aber optional das Ganze so aussehen lassen wie im Golf 8. Und das ist es nämlich hier. 10,25 Zoll großer Display, Touch, mit diesem Slider hier unten dran. Ich habe es schon im Golf 8 bemängelt. Es ist nicht so meine Baustelle. Ich finde, also man kann das hier irgendwie so, ne, man kann das so lauter machen oder so und dann nochmal, ich weiß es nicht. Also es ist so, wie ging das denn nochmal, Matthias? Was wolltest du denn jetzt? Lauter machen, Radio. Ah, dann funktioniert das. Okay, es muss also auf Radio stehen. Also unser Fehler wieder gewesen. Trotzdem bin ich da nicht so ein Fan von. Ne? Auch hier mit diesen, das jetzt steht hier sowieso auf aus. Mhm.
Aber es ist alles so... ist mir alles ein bisschen zu viel. Ansonsten finde ich, das sieht eigentlich ganz schick aus, oder? Wie gesagt, ich finde es gut vom Stauraum. Und klar, das ist offen, aber auch hier unter dem Sitzen haben wir ein kleines Fach. Ja, da kann man so, also du bist ein Fan von viele Sachen reinschmeißen einfach, ja? Da bin ich überhaupt kein Fan von. Ich habe auch so wenig wie möglich im Auto immer. Echt nur das Nötigste. Das Einzige, wo ich mein Staufach immer habe, ist Mittelkonsole. Ne? Die ist hier, also ich würde sagen, die ist in meinem Golf größer. Ja. Aber schön, dass Sie sie haben, auch in Leder bezogen. Das ist hier nicht so meine Einheit. Ne? Ich mag es ja lieber, wenn man irgendwie so einen richtigen Schaltknüppel noch hat. Ich finde auch, also wenn man den Arm hier drauf liegen hat, dann ist das alles ein bisschen zu tief. Ne? Start-Stopp-Knopf, so geht er an, aus. Standheizung haben wir hier verbaut. Also das Ding ist wirklich voll für einen VW Caddy. Ja, schon geil, ne? Sehr viel Platz nach hier oben hin. Man hat echt das Gefühl, dass man in einem Nutzfahrzeug sitzt. Die Scheibe ist sehr, sehr weit nach vorne gezogen. Das heißt, wir haben hier auch verdammt viel Platz. Hier auch verdammt viel Platz, was man dann noch reinlegen kann. Zum Beispiel sein Mobiltelefon oder andere Sachen. Lenkrad. Ja, Lenkrad. Ich finde das Lenkrad super. Ich glaube, es hat die richtige Größe. Sogar mit Schaltwippen. Ja, muss man gleich mal gucken beim Fahren, wie wir es da haben. Aber ich würde jetzt auf den ersten Blick sagen, ich finde das Lenkrad gut. So. Ne? Und auch mit Glattleder. Sieht sehr edel aus. Ja, Glattleder. Wie lange haben wir schon kein Glattleder-Lenkrad mehr gehabt, oder? Stimmt. Meistens sind die immer perforiert oder so. Also schön, wirklich schön. Ja, hier auch alles immer mit Touch, da kann man das Licht noch einstellen. Und was ich nicht verstehe, ist, hier kann man noch mal die Lüftung einstellen. Also warum macht man das hier auf diese Seite? Das hatten wir beim ID.3 auch, ne? Da, die Lüftung an. Also weil die ganze Bedieneinheit ist ja hier. Warum packe ich dann die Lüftung nach da drüben? Und hier ist ja eigentlich nur Licht, beziehungsweise man kann auch die Heckscheibenheizung hier anmachen. Auch das sieht sehr edel aus, ne? Hier kann man noch mal Licht machen, ja. Licht so, man kann aber auch alles noch mal einzeln machen. So. Und so, ne? Genau. SOS-Knopf. Sollen wir drücken? Drücken wir. Guck mal. Musst du erst die Klappe aufmachen. Musst du erst Klappe aufmachen und dann drücken. Und dann kannst du aber bestimmt noch mal ab. Sollen wir drücken? Was passiert dann? Ich habe das noch nie gemacht. Wenn du Pech hast, telefoniert er direkt und dann geht deine Frau dran und sagt, was ist ihm passiert? Ja, vollerer Teil. Ich finde auch, man sitzt sehr gemütlich hier. Freue mich gleich aufs Fahren und setze ich mich noch mal kurz nach hinten, um noch mal zu gucken, wie viel Platz wir noch wirklich hinten haben. Urpala. So, jetzt sitze ich da vorne, eigentlich ganz gemütlich und ich habe hier richtig viel Platz. Also erstmal kann man das so schräg, siehst du das bei dir? Ein Tablet oder Laptop wahrscheinlich. Ja, genau, da kannst du das so quer machen. So, und dann kann man, hier ist noch so ein kleiner Pin, dann kann man es dann mal ganz normal, wenn man dann sein Essen hier bekommt und der Matthias hier gemütlich durchgeht und dann die Getränke reicht, ne, kann man hier seinen Becher reintun. Optimal für Kinder. Auch, dass der Becher hier reinpasst, ne? Optimal, wenn ich das so sehe und an die Zeit zurückdenke, wo die Kleine noch ein bisschen kleiner war bei mir und die dann den Becher in der Hand hält oder stellt, wenn die den hier nur aufstellen würde, fährst in eine Kurve, ist das Ding weg. Hier kann man den echt gut reinstellen und dann hat man hier auch nochmal so Fächer, cool, um sein Telefon oder Malbücher oder so hier reinzupacken. Da hat jemand mitgedacht bei dem Design, ne? Und ja, also wir brauchen nicht gucken. Platz ist cool. Wir brauchen nicht gucken, ob ich hier Platz habe. Den habe ich, ne? Aber es ist auch so ein bisschen so ein Gefühl von zu groß, so ein bisschen so ein Busgefühl. Aber also so offen, das gefällt mir. Wenn du im Urlaub fährst, kann ich schön in den Himmel gucken. Ja, das ist natürlich toll. Dann kann man hier hinten die Sitzbank noch verstellen, ne? Das finde ich auch Auch nach hinten? Ja, so, und man kann die ganze Sitzbank, kann man die auch nach hinten fahren? Ne, das kann man nicht, okay. Aber dass man das halt so bewegen kann, finde ich dann ganz gut. Geteilt. Ja, man hat wirklich so ein Busgefühl hier hinten drin, ne? Ja, verdammt viel Platz. Gut, dann fahren wir das Auto, richtig? Fahren wir los. Also eigentlich Vollausstattung, aber induktive Ladestation hat er nicht. Ne? Ich muss mein Telefon einfach nur so da reinlegen. Dann wollen wir mal mit unserem 122 PS. Soll ich starten? Ach, hast du noch gar nicht an? Ja, muss anmachen die Kamera. Ja, muss immer die Kamera anmachen, Matthias, dann werden wir anfangen, ne? Ja. Okay. So, nochmal. Starten wir unseren 122 PS starken Motor. 2 Zylinder, 4 Liter. Ach. 4 Zylinder, 2 Liter, so rum. Ja, sagte ich ja gerade schon, das gefällt mir gar nicht. Ne?
Dieses kleine Ding noch? Ja, ich mag ja nicht. Ne? Ich weiß nicht wieso. Und auch gerade schon gesagt, guck mal, jetzt bin ich schon wieder hier am Suchen, Wie du rauskommst. wie ich die Lüftung runterstellen kann. Ich drücke mal hier auf Klima, dann sind wir da und dann, da kann man die ausstellen. Ist zu viel Touch, ne? Aber von der Auflösung sehr schön. Ja, keine Frage. Golf 8, ne? Golf 8, Rückwärtskamera, doch haben wir. Auch sehr schöne Auflösung. Mhm. So. Also jetzt beim Fahren merkt man schon, dass das hier alles so groß ist, ne? Also ein Nutzfahrzeug ist. Ja, verdammt viel Platz, ne? Aber schön offen. Ja, schön offen. Kann man nicht aufmachen, das Dach. Aber es fühlt sich echt hochwertig an, ne? Also für einen Caddy. Ja, Weil, bist du früher schon mal Caddy gefahren? ja klar. Ja, ich habe auf also alte Firma, wo ich gearbeitet hatte, früher als Schlosser, und auch als Dachdecker, der hatte auch einen Caddy. Und das war natürlich, mit dem ist es ja überhaupt nicht zu vergleichen. Man müsste mal den Cargo fahren, den gibt es ja auch nochmal, dann gibt es ja nur mit 2 Sitzen und hinten alles Ladefläche. Klar, das ist ja so die Familienvariante. Mhm. Dann hast du ja ein bisschen Luxus mit drinne. Aber wie gesagt, ich bin davon nicht überzeugt. Was findest du nicht gut? Von der Verarbeitung. Ne? Okay. Genau. Ja. Aber mittlerweile viele Asiaten sehen, Japaner oder in der Richtung, die sind dann von der Verarbeitung schon, weiß nicht, ob besser oder gleich. Ja, aber ich habe halt immer noch diesen Aspekt, es ist immer noch ein Caddy. Ne? Also es ist immer noch so ein Ding, wo du Sachen reinpfeffern kannst und auch wie viel Ablagefläche. Du sagtest ja gerade schon, dass du das gut findest. Ja, so viel Ablagefläche finde ich gut, weil ich ja nicht der ordentlichste bin und immer viel einfach da reinlege in den Autos. Ja, okay, und dann fliegt das alles hin und her und du würdest ja dann, wenn das jetzt hochwertig wäre, würdest du dir Kratzer reinmachen, dann wärst du doch erstmal enttäuscht, oder nicht? Stimmt auch. Dass das offen ist, klar, du kannst viel reinlegen, aber das ist offen. So Taschentücherpackung oder so, ne? Okay, irgendwie ist der Matthias manchmal komisch. Also Lenkrad finde ich mega. Schön Ich dick, finde ne? genau die richtige Größe, schön dick, genau, also deine Abteilung. Aber die richtige Größe und also es ist ja, glaube ich, das gleiche wie beim Golf 8, ne? Der Golf 8 hat das hier nochmal alles in Touch. Finde ich aber so mit Knopf, Mit also Knopf mit drücken besser, genau. Ja. Und du guckst halt auf das Lenkrad von oben runter. Weil du hast ja eine ganz andere Sitzposition hier in dem Auto. Ne? Im Golf 8 liege ich ja eher. Ne? Finde ich gut. Und es gefällt mir hier auch besser mit dem, also kriege ich jetzt gerade so mehr mit, konnte ich gerade gar nicht so beschreiben. Ich finde das viel besser, weil es gar nicht so aufgesetzt ist. Das ist alles so schön integriert. Ne? Beim Golf 8 ist es ja wirklich so, dass du diese Leiste hast und dahinter so aufgesetzt, so gucken kannst. Ja, das hast du hier halt nicht. Ne? Und hier unten? Hier unten, wo Telefon ist und so, finde ich gut. Also hier wäre normalerweise induktive Ladestation, das kann man irgendwie nochmal so aufklappen. Zweimal, was ist das, USB-C sogar, das ist schon cool. USB-C, zweimal. Das ist der aktuelle Standard, auch bei Apple mittlerweile. Das finde ich hier, gefällt mir einfach nicht. Ich hätte gerne immer noch einen richtigen Griff. Ich mag das nicht mit diesen kleinen. Das ist aber bei Mercedes auch so, ne? Ja, bei Mercedes, das ist hier. Und das ist ja von früher so übernommen. Mercedes hatte ja schon immer hier so diese Handschaltung, ne? Und das ist irgendwie, außer AMG. AMG hatte so einen kleinen. Hat unten einen kleinen, ja. Aber selbst da hast du noch so, du hast halt so einen Dann haben Knüppel in der Hand. Ja, hier, das ist mit, hältst du die Hand vor, siehst du? Mhm. Da auch. Klappt gut. Ja, das ist schon. Ist aus? So. Ja, klappt super. Jetzt aber. Ich finde, es ist ein bisschen ein Nachteil, dass alles Touch ist. Findest du nicht auch? Für die Schnelligkeit finde ich das problematisch. Das merke ich ja manchmal bei mir, wenn ich am Touch da während der Fahrt irgendwie, dann verdrückst du dich oder dann kommst du nicht sofort in das Menü, wo du rein willst, sondern musst du immer in Untermenüs rein. Ja, du musst immer in Untermenüs rein und jetzt hier, also klar, hier kannst du erstmal auf, das ist das Parkmenü, das ist schon komplett falsch. Einparkhilfe hat der hat übrigens auch einen Assist, wenn du hinten Anhängerkupplung dran hast. Anderes Thema. So, wie kommen wir denn jetzt hier auf... Kannst du meine Sitzheizung wieder ausmachen? Hast du Sitzheizung an? Ja, hast du extra bestimmt wieder angemacht. So gemütlich. So, wie kommen wir jetzt ins Menü vom Auto? Das ist doch schon... So, hier drücken wir mal aus. Ah, okay. Oh. Start, Stopp. Schon mal aus. Daten, Fahrzeug. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ein echter Caddy abgebildet. Ja.
einstellen. Synchron verstellen, einklappen beim Verriegeln. Ah, okay. Also gibt es eine Menge einzustellen, aber wir sind immer noch nicht in dem Hauptmenü. Ach genau, das war so mit Wischen, ne? So, und dann sind wir da in der Mitte und dann sind wir da, sind wir. Okay. Das erstmal alles wieder zu erfahren, aber ich meine, okay, wenn du so ein Auto kaufst, dann wird dir der Verkäufer ja schon sagen, wo du was findest, ne? Aber für uns jetzt hier, so, dann kann man da auf Fahrzeug gehen. Also innen, außen. Genau. Innen. Ambiente-Licht hat auch. Ambiente. Instrumenten, Schalterbeleuchtung, maximal hell, Design, hell und dunkel. Ja, okay, gibt es nur diese beiden. Ja. So, einmal kurz durchbeschleunigen. Aber ich finde diese Animation und so hier drin, das finde ich ganz cool. Ne? Wie gesagt, mich stören halt nur diese ganzen vielen Touch-Funktionen. Das ist mir immer ein bisschen zu viel. Also ich hätte gerne so wie hier am Lenkrad noch richtige Knöpfe, weil sobald man sich die einprägt, weiß man, hier ist laut und leise, hier mache ich Radio, ja. Okay, hier kann ich blättern, hier habe ich mein Tempomat drin. Das mag ich lieber, wenn man mit dem Daumen so drüber geht, dann fühlt man das irgendwie viel, viel besser. Ne? Also im Großen und Ganzen, ich bin echt überrascht und ich muss sagen, ich habe den Wagen morgens am Kindergarten gesehen. Da fuhr eine Dame und die hat auch gesagt, boah, super Auto, kriegst du alles rein und so. Klar, wenn du Kinder hast, dann schmeißt du alles rein, Kinderwagen schmeißt du hinten rein. Hier kriegst du ja 2 Euro Paletten rein. Wusstest du das? Nee. 2 Euro Paletten passen hier rein. Krass, oder? Die Sitze finde ich cool. Sitze finde ich auch mega, auf diesen Mikrofaser, Alcantara. So, ne? Und dann am Rand so Leder, das finde ich gut. Ja. Und es gibt den nochmal in ein bisschen größer, dann ist es ein Maxi, ne? Dann hat der wahlweise eine dritte Sitzreihe. Mit 2 einzelnen Sitzen. Also dann hast du hier 7 Sitzer. Nicht schlecht, Familienwagen. Ja. Ich finde das cool mit dem Dach, aber ich bin ja auch gerne so ein Typ, der auch gerne zufährt. Und das kannst du halt nicht zumachen. Du hast kein Rollo drin oder so. Nee? Nee. Ach so, ich dachte, das hat jetzt nur, kann man nicht aufmachen. Nee, ohne Rollo ist ja auch. Das ist halt einfach nur ein Glasdach. Ne? Aber ist natürlich sowieso optional, musst du ja nicht mitbestellen. Okay, wiegt 2,25 Tonnen. Das ist schon viel. Ne? 122 PS. 122 PS, Höchstgeschwindigkeit 186 km/h. Braucht aber 11,4 Sekunden, um von 0 auf 100 zu sein. Als DSG 7 Gang. Als Schalter ist er nochmal 0,2 schneller. Braucht nur 11,2 Sekunden. Aber ich meine, okay, was interessiert dich, wie schnell der Wagen auf 100 ist? Das ist ja mehr so Transport- oder Familienwagen. Genau, genau. Achtest du da eh nicht drauf? Ich finde es super geil, dass er 2 Türen hat, also 2 so Schiebetüren auf beiden Seiten. Ne? Weil, wenn du wirklich nur eine Tür bestellst, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Aufpreis ist bei der zweiten Tür. Aber wie oft hast du eine Parklücke, wo du dann da drüben sowieso schwierig rauskommst? Ja. Ja, dann kannst du nämlich hier einfach, ey, steig hier auf der Seite aus. Kiwis zum Beispiel, ne? Ne, im Großen und Ganzen finde ich cool, den Karton, oder? Ja, ne? Können wir ein Fazit machen? Kommen wir zum Fazit vom VW Caddy. Also ich muss sagen, Matthias und ich sind gerade noch mal kurz auf der Autobahn gefahren, haben uns leider nicht mitgenommen. Die Assistenzsysteme regeln oder greifen sehr, sehr stark ein. Aber ich finde es gut, dass es auch in so einem Fahrzeug sowas schon alles gibt. Mir gefällt das mit dem Touch nicht ganz so, aber ich finde sonst den Innenraum sehr, sehr luxuriös und ich finde ihn von außen auch sehr, sehr schnittig. Also gerade die Heckpartie mit den stehenden Heckleuchten gefällt mir ganz gut. Ich finde natürlich das Raumwunder super, also dass er sehr, sehr viel Platz hat und frage mich echt, was seine Konkurrenten vielleicht noch besser machen. Also dazu gehört Berlingo, dazu gehört Opel Combo, dazu gehört Peugeot Rifter und Toyota Pro Ace City. Also das sind seine Konkurrenten und gegen die muss er sich behaupten. Bei Caddy weiß, glaube ich, jeder sofort, worum es sich handelt. Die anderen haben da, glaube ich, nicht so den Vorteil wie der hier. Also ich bin sehr überrascht und bin froh, dass ich ihn fahren durfte. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön ans Autohaus Knubbel, die uns das ermöglicht haben. Und ja, schreibt ihr doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr den VW Caddy findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Ganzen einen Daumen da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.